Moin, wir wollen euch heute Denons Envia vorstellen und dabei nach den drei großen Fragen was, warum, wie vorgehen. Der Envia ist ein kabelloser, staub- und wasserabweisender Bluetooth-Lautsprecher mit Stereo-Pairing-Funktion. Jetzt ist die Frage natürlich, warum gibt es das? Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir in den 90ern mit Ghetto-Blastern durch die Gegend gelaufen sind. Die waren relativ sperrig, nicht die leichtesten, die Soundqualität war eher mittelmäßig und kaputt gegangen sind sie auch relativ schnell. Heute im Gegensatz dazu ist es relativ praktisch, dass wir im Park, am Strand, am See, in der Berghütte oder bei kleineren Sit-ins mit Freunden einfach Musik dabei haben, die in den Rucksack passt oder im Fall vom Denon Envia Pocket auch in die Handtasche. Als Musiker finde ich es unheimlich praktisch, dann und wann Begleitung dabei zu haben, wenn ich Gitarre spiele. Und außerdem sind die meisten mittlerweile ohne CDs oder gar Platten unterwegs und streamen Musik nur noch. Wie stelle ich mir das jetzt vor? Den Envia gibt es in drei verschiedenen Größen für drei verschiedene Geldbeutel. Das heißt, den Envia gibt es für 199 Euro, Envia Mini für 129 Euro und Envia Pocket für 99 Euro. Abgesehen jetzt von der Größe und von der Akkulauf- und Ladezeit gibt es aber keine nennenswerten Funktionsunterschiede. Das heißt, ihr habt natürlich Soundunterschiede, je größer das Modell ist und vor allen Dingen auch mehr Bass, je größer das Modell ist. Ihr könnt alle drei Modelle im Stereo-Pairing-Modus betreiben. Das bedeutet, wenn ihr einen Lautsprecher angeschlossen habt, dann geht er beide Kanäle wieder, das heißt links und rechts. Wenn ihr jetzt aber zwei Lautsprecher koppelt, dann gibt einer nur den linken Kanal wieder und einer nur den rechten. Das heißt, ihr habt den richtigen Stereo-Modus und wenn ihr im Grunde unterwegs seid, habt ihr damit einen richtig guten Ersatz für eine richtige Stereoanlage. Dazu verbindet ihr erst den Master Speaker mit eurem Telefon, dann schaltet ihr den Slave Speaker an und drückt bei beiden Speakern gleichzeitig auf den Bluetooth-Knopf, bis ihr das entsprechende Geräusch hört. Dann habt ihr Stereo-Modus. Abgesehen davon, dass ihr zwei Envias miteinander verbinden könnt, habt ihr auch die Möglichkeit, mehrere Telefone zu verbinden, sodass mehrere Personen auf das Gerät zugreifen können. Wenn ihr also einer nach dem anderen die Playlist bestimmen wollt, ist das eine ganz praktische Funktion. Mit der Telefontaste könnt ihr Anrufe annehmen und beenden und außerdem iPhones per Siri Play verbinden und den Envia dann per Sprachkommandos steuern. Alle Envias sind nach IP67 staub- und wasserdicht. Das bedeutet, dass ihr die Lautsprecher bis zu einer halben Stunde lang in 1 Meter tiefem Wasser stehen haben könnt. Es ist klar, dass niemand ernsthaft vorhat, das zu testen, aber ich finde, dass es zeigt, dass du die Lautsprecher ganz entspannt am Pool, im Sand oder im Schnee dabei haben kannst. Im Lieferumfang habt ihr natürlich das obligatorische Ladekabel und eine Trageschlaufe, die ihr an den Envia anbringen könnt. Das wären dann auch schon die Grundfunktionen vom Denon Envia. Hier jetzt nochmal die 5 Hauptfeatures in unserem 5 Features Death Punch. Staubgeschützt, wassergeschützt, 3 Größen für 3 verschiedene Geldbeutel, Stereo-Pairing, kompaktes Format für unterwegs. So viel für heute. Wenn das Video interessant war und ihr das nächste nicht verpassen wollt, gebt uns einen Daumen nach oben, drückt auf Subscribe. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Bevor ich euch zeige, wie wasserabweisend die Denon Envias wirklich sind, will ich die Audiophilen unter euch vielleicht nochmal bitten, lieber wegzugucken.